Wenn euch jemand fragt, wann begann das Zeitalter der Wikinger, dann ist die Antwort natürlich 1993, als 3 mutige Wikinger versuchen mussten, den Weg nach Hause zu finden, nachdem sie von einer außerirdischen Macht entführt wurden. Natürlich sprechen wir von The Lost Vikings, dem Spieleklassiker schlechthin, einem der, manche würden sogar sagen, einem der besten Spiele aller Zeiten. Damals großartig, damals spaßig. Die Frage ist für mich ja immer, macht's heute auch noch Spaß? Das schauen wir uns zusammen an. Natürlich gibt es später auch wieder ein Fazit und wir schauen in den Testbericht von The Lost Vikings in der Ausgabe 993 der PC Games rein. Und wer den Kanal schon länger verfolgt, weiß eventuell, mein erstes Video war von der Ausgabe 10 1993 und dort war The Lost Vikings als Demo drauf. Das habe ich damals auch gespielt und somit war es eines der ersten Spiele, die ich überhaupt auf dem PC gespielt habe. Und jetzt geht's los. Wir machen das wieder ganz klassisch über eine DOS-Box Staging. Das heißt, wir gehen ganz einfach so vor, wie wir es früher auch gemacht haben. Wir gehen in das Verzeichnis, da habe ich es installiert. Schauen, wie die Datei heißt. Klar, Setup-Exe gibt es immer und die Vikings-Exe und los geht's. Interplay, ja! Silicon & Synapse übrigens dann umbenannt in Blizzard. Herrlich! Herrlich! Sehr schön. Ah, da läuft dann die Demo los. Das machen wir nicht. Wir gehen jetzt gleich in das Menü. Na, nicht nochmal. So, da, komm. Jawohl, da sind wir drin. So, wir können ein Passwort eingeben. Wenn man die Level geschafft hat, gibt man ein Passwort ein oder wir machen einfach New Game. Mein Name ist Erik, der schnelle, the swift, I can run like the wind. Balog und Olaf und er möchten jagen gehen. Have a nice day, honey! Ja, das Intro ist gleichzeitig so ein bisschen das Tutorial. Man sieht nämlich, was die 3 können. Olaf kann springen. Nee, Olaf ist der andere. Das ist Olaf, der kann mit seinem Schild blockieren, was auch immer ihm entgegenkommt. Und Balog, der fierce, I'm the toughest Viking, er ist der stärkste Wikinger im Land. Und er kann mit Schwert und Bogen umgehen. Und hier bekommt man auch gleich eben die Funktion so ein bisschen erklärt, was die 3 denn können und wie man es kombinieren kann. Wenn das jetzt zu viel ist, einfach, ich habe wieder Kapitelmarkierungen gesetzt, dann geht einfach weiter ins erste Level, aber ich muss das jetzt unbedingt zu Ende schauen, weil es kommt ja noch die Hintergrundstory so ein bisschen in Fahrt mit den 3. Und dann diese Musik. Genau, das ist nämlich auch ein schöner Tipp. Er kann den Schild nach oben halten. Und dann können wir draufspringen. Also es sind so Sachen, die man später einfach wissen muss. Und da sind sie wieder zu Hause. Die Familie freut sich. Ein weiterer erfolgreicher Jagdtag. Das Leben ist schön. Ich hoffe, ich muss niemals von hier weg. Mein Held! Sehr schön. Später, in der Nacht. Mehr zur Hintergrundstory erfährt man übrigens im Handbuch. Da steht es nochmal beschrieben, warum das so ist, wer sie da entführt und worum es dabei
geht. Guys? I have a bad feeling about this. Ja, Star Wars ist überall. So, wir können mit der Tastatur steuern. Genau, da kann man Tipps bekommen, wenn man S drückt. Man muss aber nicht. Mit Leertaste führt man die Spezialaktion aus und mit D die zweite Spezialaktion. Und das war es eigentlich auch schon fast. Mit Tab kann man dann ins Inventar wechseln. All of us must reach the exit to escape. Genau, wir müssen alle. Press Control or Ins to switch to my buddies. Sie müssen alle ankommen. Steuerung gedrückt und man kommt zu den anderen Zweien. Er kann schlagen oder mit dem Bogen schießen. What are we doing here? I don't know, weiß nicht. Würdet ihr die Klappe halten und mir folgen? Passwort Groot? Ja. To select an item, press Tab, genau. Und Selected Item Use ist E. Press S to push buttons. You look awfully happy. What are you? Was, du siehst unfassbar glücklich aus. Wer bist du? Ich bin Aftig. Are you the janitor? Wer ist der Janitor? What's a janitor? And how do I get out of here? You must destroy the ship's computer. This is not a ship. Das ist kein Schiff. And what is a computer? Ja klar, Wikinger, ne? Never mind. You must find bombs to blow it up. Also wir müssen Bomben finden, alles klar. Ich glaube, wir brauchen unseren Kämpfer. Ist schon Sinn, es geht. Halt. Es geht total smooth und glatt und steuert sich super noch. Achso, halt. Genau. Er kann den Schalter ausschießen. Jawohl. Genau. So, wir müssen das auswählen. Benutzen. Die Security werde ich suchen. Ihr müsst als Team arbeiten. Ja, das weiß ich doch. Teamarbeit ist das Wikingers Hauptspezialität. Halt, Jungs! Aha, Schalter aktiviert und zack geht's hoch. Wow. Nein, 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 nein. Okay, da brauchen wir wohl unseren Schild. Au.
Verdammt! Oh! Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch... Das war ein bisschen voreilig. Oh, Mist. Ja, Freunde, das kann sein. Geht's? Geht's? Oh nein, wir haben einen Freund verloren. Ich weiß gar nicht, ob ich den Level jetzt beenden kann, aber nochmal spielen muss. Aber es kann aber sein. Es kann sein. Jetzt bin ich gespannt. Try again. Yes. Tschuck. Oh nein, da muss man es nochmal machen. Das ist ja gemein. Pass auf, wir springen jetzt. Vorführeffekt. Password. Was brauchen wir denn? Typisch so, oder? Passwörter, das ist sowas, was man auf dem Schulhof tauscht. Ich hab's schon geschafft. Der schießt. Okay. Aufpassen, nicht wieder hier. Nicht, dass ich wieder das Zeitliche segne. Ja, also Passwörter, das war so was Typisches, oder? Was man auf dem Schulhof tauschen konnte. Um dann weiterzukommen. Oh oh. Da oben ist wieder so ein Alienviech. Wer hat den Schlüssel? Man kann übrigens auch die Gegenstände auch tauschen. Zwischen den Jungs. Au! Blöd, 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 blöd. So, du gehst mal zuerst. Weil ich habe das Gefühl, nicht, dass oben was steht. Ja, ich sehe die Gegner schon. So, zack, weiter geht's. Man kann auch schön gleich zwischen den Charakteren wechseln. Das ist super. Oh. Das weiß ich noch. Da ist so, da geht man so nach oben und oh je. Ich hoffe, ich verrecke da jetzt nicht. Aufpassen. Weil da oben sind nämlich so Energiebarrieren. Jetzt kann ich doch... die Gravity Boots benutzen. Und ich glaube... Schau mal, vielleicht kann ich sie ausschalten, die Dinger. Jawohl. Jetzt bin ich gespannt, ob wir rauskommen. Are you guys sure you want to go in there? Will der wirklich reingehen? Vielleicht führt es zurück nach Hause. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Let's go! Ich weiß nicht mehr, wie weit die Demo ging, aber ich kann euch garantieren, das hier habe ich noch nie gespielt. Diesen Teil habe ich noch nie gesehen. Das war heftig. Ja, what a ride. Was für ein Ritt. I think I'm going to be sick. Ich werde krank. Okay, das ist eindeutig nicht die Steinzeit.
Die sind gepanzert von... Oh, da unten ist eine Schüssel. Komme ich da rüber? Ah! Ein... Cool! Ah! Hat er jetzt... Ui, hat er sich verteidigt? Das ist ja cool. Oh, ich habe ihn total vergessen. Tut mir leid. So, was ist... Wir kommen da nämlich nicht rüber. Er kann halt gar nichts, ne? Springen kann nur er. Aber ich kann ihm jetzt doch das geben. Pass mal auf, wenn ich jetzt ins Inventar wechsle, das hier. Auswähle und rüber, dann kann ich es ihm geben. So. Und er kann es benutzen. Jawohl, und kriegt Energie. Das ist doch schön. Ah, du Vollidiot! Ah! Mann! So, da sind wir wieder. Und ihr seht, man muss sich wirklich mit den dreien aufeinander verlassen. Sonst klappt es nicht. Es geht nur im Teamwork. Und wenn man einen verliert, lassen sich die Level nicht beenden. Die Level sind aber auch nicht so wahnsinnig groß. Ich weiß, sie werden später ein bisschen größer. Aber es ist auf Teamwork ausgelegt und es geht nur mit 3 Wikingern. Ja. Boah, da war ich kurz vorm Ausgang und hab's verkackt. Da seht ihr mal. It's nice to be outside again. Schön wieder draußen zu sein. Diese blauen Lizards were kind of cute. Yeah, when they weren't trying to eat us. Genau, wenn sie nicht versuchen würden, uns zu essen. Password flott. Es wird immer... Oh, die Level sind schön, oder? Schaut euch dieses Spiel an. Ich meine, früher... Höher, schneller, weiter war Grafik ja alles. Wow, lalalala. Aber mittlerweile braucht man das ja gar nicht mehr, oder? So, wir sind ein bisschen gesprungen, weil ich die anderen Welten euch noch zeigen möchte, mit euch mir anschauen möchte. No, wo sind wir jetzt? Now where are we? Looks like the desert. Sieht aus wie die Wüste. I can see that, Sherlock. Ich kann das sehen. I think I'm going to be sick. Ich glaube, ich werde krank. Weil es ist eben nicht nur am Anfang das Raumschiff und dann die Steinzeit. Es kommt jetzt eben auch die Uhr. Was ist das? Ui. Man kann auf den Palmen laufen. Sehr schön. Okay. Wir brauchen Verstärkung.
Der kann da hoch. Ah! Okay. Krass. Okay, give up. Yes. Also ihr seht, es wird es wird mit jedem Level, mit jeder Welt kommen neue Gegnertypen, kommen Schwierigkeiten dazu. Also es wird nicht einfacher. So, nochmal. Ich habe nämlich jetzt was rausbekommen. Das ist nämlich... Ja, ich habe... more chances to find more food. I'm starving. Let's find something to eat. Genau. Ich habe jetzt was rausbekommen. Und zwar 2 Dinge. Das muss man ja wissen. Man kann diese Kokosnüsse runterschießen. Seht ihr, die rollen dann nämlich in den Treibsand. Und was man wissen muss, die Bäume sind besteigbar. Haha! Dann kann er nämlich die Frage ist, reicht es, wenn er jetzt... Ja, reicht! Und schon geht's nämlich weiter mit den Jungs. Ja, wenn man die Bäume natürlich hochklettern kann, diese Palmen, dann macht das natürlich viel mehr Sinn. Also ihr seht, es ist abwechslungsreich, dieses Spiel. Es macht immer wieder... und er schafft es nicht, wenn er da runterläuft einfach. Es sei denn, die Nüsse liegen da, genau. Oh, Achtung. Sehr gut. Ja, der ist angesäuert, den lassen wir gleich. So, holen wir erst einen Schlüssel. So, ich habe gerade mal eines weitergegeben, weil wenn das Inventar voll ist, dann kann man nichts mehr nehmen. So, wir brauchen noch dich. So, jetzt sind sie alle da. Sehr schön. Also ihr seht, es bleibt echt abwechslungsreich. Wir springen auch gleich nochmal. Es gibt nämlich noch eine weitere Welt. Factory und dann so eine Art... Oh, da muss man aufpassen. Geh du mal runter, so. Aua. Ja, stark. Seht ihr? Und schon haben wir den Ausgang erreicht. Boy, these monsters are getting tough. Ja. Don't worry, guys. I'll protect you. We're doomed. We're doomed. Game over, man. Sehr cool. Weiter geht's mit der nächsten Welt. Moment. So, und da sind wir schon in der nächsten Welt. Factory. What do you think those pounders do? Smash big fat Vikings into little flat Vikings. Let's try not to find out.
Ja, ich fürchte auch, das macht wahrscheinlich keinen guten Eindruck. Ah! Was ist? Haha, sagt mir's. Aber ich vermute mal, es geht nur bei den Kleinen. Ich gehe davon aus, den Großen kann er nicht. Das probieren wir jetzt gar nicht aus, weil ich will nicht schon wieder von vorne beginnen müssen. Aber es ist doch echt klasse, wie immer wieder neue Settings kommen, neue Gegner, neue Funktionen. Ich finde es richtig klasse, Leute. Ich war wirklich am Überlegen, ob das Spiel noch Spaß macht, ob es das noch bringt. Was ist das denn? Und warum kann ich das nicht? Oh. Okay, ich spiele noch ein Stückchen weiter, auch wenn ich es jetzt nicht mehr lösen kann. Aber... Oh. Okay, also Leute, ich springe jetzt in die nächste Welt und wir gucken uns die noch an, bevor ich hier noch völlig ablose. Bis gleich. Und da ist sie, die Wacky World, so heißt sie nämlich. I don't think we're in Kansas anymore, Toto. Wir sind wohl nicht mehr in Kansas, Toto. Wo ist Kansas? And who's Toto? Press S to operate a pump to manually deflate. Press F. Okay, was? Okay. Oh, da kommen Spitzen. Alles klar, ich verstehe. Aha. Ey, das ist echt witzig, wieder was Neues kommt. Oh oh. Sensationell. Genial. Aha. Das Runterfallen, das sollte man lassen. Das ist gar nicht gut. So, ich hole mal noch den Schlüssel da oben. Aber wie genial. Echt jede Welt neue Einfälle. Das war eine ganz schlechte Idee. Ist das gemein. Ich gucke noch, was da rechts drüben ist. Also wir haben es ja jetzt gesehen, wie die... Ich bin total begeistert. So weit habe ich noch nie gespielt. So weit habe ich noch nie gespielt in diesem Spiel. Vor, wann war das? 30 Jahren, 35, 45, 50, 100, keine Ahnung. Wahnsinn. Richtig cool. Du bist doch ein Vollidiot. Und wenn man dann auch die Wacky World hinter sich hat, dann kommt man zum letzten Mal wieder in den letzten Levels. Wir sind wieder we're back in space. Good, now let's find this tomato character. Yeah, if he doesn't find us first. Genau, da muss man nämlich dann wieder durchs Raumschiff und ein letztes Mal die Level bestehen. Und man sieht hier neue Gegner. Oh, der schießt durch die Wände. Okay. Also ihr seht, es geht dann immer so weiter. Tolle Welten, tolle Charaktere, tolle Gegner. Es macht riesig Spaß. Und es soll es aber jetzt auch gewesen sein. Jetzt machen wir erstmal ein Fazit. Und ich glaube, dann zocke ich noch eine Runde weiter. Bis gleich. Da blende ich es euch nochmal ein. Das war mein allererstes Video. Mit dem fing dieser Kanal an und mit dieser Zeitschrift, mit der 1093, ging es auch bei mir los mit der PC Games. Damals im Jahr 1993 und auf der Diskette, ich hätte fast CD gesagt, auf der Diskette war die Demo von The Lost Vikings drauf. Und ich habe es tatsächlich damals, das war meine erste Demo, ich habe die installiert, ich habe die probiert, ich habe da auch Spaß damit gehabt, aber ich habe es tatsächlich da nie als Vollversion gehabt. Also das, was ich heute Abend hier gespielt habe,
Das war wirklich in weiten Teilen zum ersten Mal und ich muss sagen, Schande über mich. Was für ein cooles, witziges, kleines Game das doch immer noch ist. The Lost Vikings. Es kam zuerst für das Super Nintendo raus und dann wurde es eben portiert für den PC, für den Amiga, für das CD32 dann auch, für den Mega Drive. Also es gibt mittlerweile auch eine Remastered-Fassung, irgendwie, gibt's so ein Blizzard-Arcade-Dings, also keine Ahnung, da ist es mit drauf, aber man findet es eben auch im Netz und kann es dann problemlos über die DOS-Box starten. Das läuft also perfekt. Es hat auch viele, viele Easter Eggs gegeben. Man kann die 3 irgendwie, glaube ich, in World of Warcraft treffen als NPCs. Da bin ich aber nicht sicher, das habe ich nur nachgelesen. Gespielt habe ich World of Warcraft nie. Also es gibt in den Blizzard-Produkten einige Anspielungen auf die 3 Wikinger aus The Lost Vikings. Und ja, wahnsinnig, total klasse. Ich bin echt überrascht. Ich wollte immer noch ein Level weiterspielen. Also ich habe auch ein paar Mal jetzt springen müssen, weil ich einfach einen verloren habe. Und wenn man einen verliert, muss man den Level im Grunde neu starten, weil man kann's nicht sauber beenden. Man kommt nicht weiter. Man braucht alle 3 beim Exit. Aber es frustriert nicht, es motiviert. Es ist wirklich, es sind kleine, kompakte Level. Es heißt, man hat einen überschaubaren Weg, den man zurück muss, ein überschaubares Backtracking und irgendwie ist es clever. Es wird immer anspruchsvoller und später kommen ja auch noch mehr Rätsel dazu. Also die Level werden ja auch größer. Also ich würde sagen, spielt's auf jeden Fall mal selber an. Ich sagte es ja, meine erste PC Games war die Ausgabe 1093. Das heißt, diese Ausgabe hatte ich damals nicht. Die habe ich verpasst. Mal ganz abgesehen vom genialen Cover ist da eben der Testbericht für The Lost Vikings drin. Äh, hier, ne? Doppelseite, 3 Mann in einem Boot. Ja, danke für den Ohrwurm. Oh Mann. Sei es drum. Ja, The Lost Vikings Testbericht. Man sieht da unten den Testkasten und es hat wirklich sehr, sehr gute Wertungen bekommen. Der Spieletest spricht eben von genau dem, was wir auch gerade erlebt haben. Es ist knuffig animiert, es ist super flüssig, es steuert sich sehr direkt, sehr gut. Also die Steuerung ist einfach wahnsinnig exakt. Es macht total viel Spaß und die 3 immer wieder zu wechseln und mit ihren Eigenschaften zu kombinieren, ist einfach clever. Es macht Spaß und zwar damals wie heute. Also mit Sicherheit eines der richtig, richtig großartigen Spiele, auch wenn es vielleicht vom Setting und auch von der es ist gar nicht so, es ist ja kein Riesenspiel, also es ist ja weder 'n Riesenumfang noch, aber es war für seine Zeit einfach super klasse und es macht immer noch 'ne Menge Spaß. Also, ihr seht's an meinem Gesicht, es hat so Dauerstrahlen, oder? Ich hätte es echt nicht gedacht, dass so 'n altes Spiel wirklich so viel Spaß macht. Es macht wirklich Spaß. Ich habe ja auch die Testberichte vorher gelesen. Ich habe geguckt, was stand so über das Spiel und es sprechen ja einige wirklich von einem der besten PC-Spiele aller Zeiten. Und ich meine, dieser Begriff aller Zeiten ist ja, manchmal auch 'n bisschen totgetreten, aber ganz ehrlich, es macht wirklich 'ne Menge Spaß. Also, schaut's euch an. The Lost Vikings, das ist richtig klasse. Ich bin total begeistert und ich werde auch, wenn ich das Video hier abgedreht habe, mit Sicherheit noch mal 'ne Runde weiterspielen. Ist total toll und ich muss sagen, ich meine, damals, ne, war das ja Pixelgrafik, aber es war super animiert und jetzt sind wir ja wieder bei den Retro-Grafiken. Das heißt, viele Spiele nutzten ja wieder alte Grafik, um so einen gewissen Charme zu erzeugen und das Witzige ist ja, The Lost Vikings hat diesen Charme noch, weil es ist eben so, wie es ist. Und dadurch, dass es sich aber so klasse steuern lässt und auch so toll animiert ist und so liebevoll gemacht ist es wirklich eine Perle, die die Zeiten überdauert hat und immer noch eine Runde wert. Oh, Wahnsinn. Ich habe nicht immer Spaß bei meinen Retro-Reviews. Manchmal nerven mich die alten Spiele, manchmal sind sie echt zäh, manchmal träge, manchmal grafisch langweilig, manchmal versprechen sie mehr in der Erinnerung, als sie dann wirklich halten können. Aber The Lost Vikings hat richtig Spaß gemacht und ich empfehle es euch wirklich, das nochmal rauszuholen. Und beim nächsten Mal gucken wir, ob das nächste Spiel dann auch wieder so viel Spaß macht. In meiner Umfrage hatte ich nach Slipstream und Terminal Velocity noch gefragt. Mal gucken, ob das eines von den nächsten ist. Oder es gibt dann wieder eine PC Games in der Rückschau. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.